Am Ende eines Korridors bot ein eher leichtgläubiger als gläubiger Mensch seine Wohnung an. Mein Haus ist dein Haus, o Herr. Conde dachte, das heruntergekommene Havanna der Fledermaus und dieses schäbige Havanna der hastig hochgezogenen Wohnblocks unterschieden sich nur durch ein paar Jahrzehnte, nicht aber im Wesen. Statt Schriftsteller wäre ich lieber Baseballprofi geworden. Ich glaube, bis ich 18 Jahre alt war, habe ich mehr Zeit mit Baseballspielen verbracht als mit allem anderen. Ich bin ein absoluter Baseball-Fan. Hallo, ich bin Leonardo Padura, Schriftsteller, und wir sind in Havanna, Kuba. Ich habe 14 Romane geschrieben, außerdem Essays, journalistische Texte, Erzählungen und Drehbücher. Als Schriftsteller erlebte ich Momente, wo ich zu mir selbst sagte, wow. Plötzlich sagt jemand zu dir, deine Bücher veränderten mein Leben. Das sind diese erfüllenden Momente, in denen dir klar wird, dass du Schriftsteller bist und etwas machst, von dem du nie geglaubt hättest, dass du es kannst. Aber du hast es geschafft. Ich bin hier in diesem Viertel, das heute Mantilla heißt, aufgewachsen. Dieses Haus bedeutet mir sehr viel. Mein Urgroßvater, Großvater, mein Vater und ich verbrachten unser ganzes Leben hier. In diesem Haus wurde ich geboren. An diesem Tisch schrieb ich fast alle meine Bücher. Ich bin dieses Haus bin ich. Wer ist der beste Schriftsteller, Musiker oder Sänger? Das kann man unmöglich beurteilen. Ich glaube, dass viele Künstler unsicher sind, wenn es um ihre Arbeit geht. Denn dieser Beruf hat etwas, das nur sehr schwer greifbar ist. Das hier ist das Viertel La Vibora, ein sehr wichtiger Ort für meine Literatur. Hier gestand ich mir ein, dass mir zum Baseballprofi die Voraussetzungen fehlen. Ich beschloss, Sportreporter zu werden und Journalismus zu studieren. Aber in dem Jahr, in dem ich mich dann um den Studienplatz bewarb, wurde die Schule geschlossen. Ich landete bei Literaturwissenschaft. Während meines Studiums an der Universität lernte ich einige Kommilitonen kennen, die kleine Geschichten oder Gedichte schrieben. Bis dahin habe ich selbst nie ans Schreiben gedacht. In Bezug auf das Schreiben gab es einen Schlüsselmoment für mich. Und zwar den Roman Frühstück bei Tiffany von Truman Capote. Beim Lesen sagte ich mir, das ist wahre Schönheit. Das dringt zum Wesen des Menschen vor. So etwas will ich auch machen. Meine Frau beschreibt mich als einen unerträglich Besessenen. Wenn ich schreibe, versinke ich ganz in der Welt, die ich erschaffe. 1990 habe ich den ersten Roman mit der Figur Mario Conde geschrieben. Mario Conde ist eine Figur, die mir hilft, die Welt zu sehen und zu beschreiben. Er hilft mir, die Realität zu analysieren, aber auf einer persönlichen Ebene. Der beste Moment ist, wenn dich eine deiner Figuren zum Lachen oder zum Weinen bringt. Mir ist beides schon passiert. Ich glaube, das ist der Moment, in dem die Freude an der Literatur am größten ist. Du spürst, dass du etwas erschaffen kannst, das unabhängig von dir mit Leben gefüllt ist.
es el investigador del que les hablé, Teniente Conde. ¿Qué tal, Mario? Die ersten 4 Bücher meiner Mario Conde-Reihe wurden von einer spanischen Produktionsfirma verfilmt. Die Serie war ein Glücksgriff und gewann einige Preise. Die Romane blicken aus der Perspektive von Mario Conde auf den Alltag. Die Sichtweise von Mario Conde ist die meiner Generation und damit auch meine. Hierher komme ich seit vielen Jahren. Laut Hemingway befindet sich dieses Haus am perfekten Ort in Havanna. In den 60er Jahren war das Haus öffentlich zugänglich, aber die Besucher nahmen so viele Souvenirs mit, dass nichts mehr übrig zu bleiben drohte. Als ich viele Jahre später an Adios Hemingway arbeitete, ermöglichte mir die Museumsleiterin den Zugang zum Haus. Die Idee zu diesem Buch entstand aus dem, was Hemingway passierte und was mit das Schlimmste sein muss, was einem Schriftsteller passieren kann. Er verlor sein Gedächtnis. Ein Schriftsteller ohne seine Erinnerung ist nichts. Das war einer der Gründe für seinen Suizid 2, 3 Jahre später. Diesen letzten Hemingway wollte ich in dem Roman darstellen. Der Roman spielt hier und beginnt mit dem Fund einer Leiche dort drüben. Es ist die Leiche einer Person, die vor 40 Jahren ermordet wurde. In der Geschichte spielt unter anderem die schlechte Beziehung Hemingways zum FBI eine Rolle. Wir sind hier in einem Fischerdorf im Osten von Havanna, ganz in der Nähe der Stadt. Dieses Dorf namens Cojimar ist weltweit berühmt, weil Hemingway hier sein Boot hatte und weil es Schauplatz seines Romans Der alte Mann und das Meer ist. Das Meer birgt viele Geheimnisse. Wann macht man einen guten Fang? Wann nicht? Da Hemingway so vom Meer fasziniert war, lernte er das von diesen Fischern. In meinem Roman Adios Hemingway spielt der letzte Absatz im letzten Kapitel genau hier, als Conde und seine Freunde auf das Meer blicken. Ich glaube, man beendet einen Roman, wenn man so gelangweilt von ihm ist, dass man ihn nicht mehr überarbeiten kann. Die Tür öffnete sich und der kühlende Lufthauch einer Klimaanlage empfing den halb erstickten Besucher. Er schaute in das glatt rasierte Gesicht. Die eigene Lebenserfahrung findet in irgendeiner Weise immer Eingang in die Literatur. Manche meiner Figuren bereiten ihren Kaffee genauso zu und trinken ihn genauso wie ich. Und so wie ich eine Zigarette rauche, machen es meine Charaktere auch. Dunkelbraune Ledersandalen, ein unverwechselbares Produkt aus dem Hause de Birkenstock. Noch erfüllender als einen Bestseller zu schreiben und viele Bücher auf einmal zu verkaufen, ist es, ein Longseller zu werden. Meine Bücher, die vor 20 Jahren in Deutschland, Frankreich und Spanien veröffentlicht wurden, verkaufen sich bis heute. Und das ist sehr befriedigend. Eines ist wichtig beim Erfolg. Glaubst du als Künstler selbst, dass du erfolgreich bist, läufst du Gefahr, dich mit dem Erreichten zufrieden zu geben. Hältst du dich selbst aber nicht für erfolgreich, hilft es dir dabei, es jedes Mal, und zwar jedes Mal, besser machen zu wollen.